unser Bildungssystem bietet allen die gleichen Chancen. Nein, sehe ich nicht so. Der, was lernen will, der kann lernen. Ja, glaube ich auch. Das finde ich nicht. Sage jetzt einmal, stimmt zum Teil. Naja, ich finde, man kann sich schon recht früh verhauen. Wenn man schon Akademiker-Eltern hat, bleibt man im System drinnen. Wenn man aus einer Arbeiterfamilie ist, ist es schwerer einzusteigen. Ob du jetzt am Land wohnst, in der Stadt, das ist schon ein Unterschied. Und natürlich, wenn man auf Privatschulen geht, dann ist natürlich ein Unterschied. Aber es gibt bei uns, also in Österreich, sind sehr viele gute öffentliche Schulen. Ich finde, das Problem bei unserem Bildungssystem ist, dass schon viel zu früh viel zu viele Entscheidungen getroffen werden als Kind, wo auch einfach die Bildungsgeschichte der Eltern eine viel zu große Rolle spielt. Es wird nicht jeder genau die gleiche Chance haben, sondern genau die Chance, die er möchte. Weil wenn ich Maurer werden möchte, brauche ich nicht die gleiche Chance haben wie einer, der Mediziner werden möchte. Na, grundsätzlich muss ich schon die gleiche Chance haben, ob ich Maurer oder Mediziner Ja, werden ob will. ich werden will, aber dann, wie ich es weitermache. Vielleicht möchte er gar nicht so viel von dem einen Gegenstand wissen, weil er halt eher in die Biologie interessiert ist und der andere will eher was Handwerkliches tun, weil er das andere halt eher nicht so interessiert. Wenn jeder die gleichen Chancen hat und die gleiche Ausbildung macht, dann fehlen gewisse Jobs, weil man sagt ja immer, die Leute, die eine Lehre machen, sind weniger gut, aber wir brauchen die Leute genauso. Und wenn die Leute das nicht mehr machen und alle nur die Matura haben und studieren, dann fehlen uns die anderen Leute. Ich finde, wenn wir Bildungssystem ansprechen, ich finde, dass man bei den Lehrern mehr tun muss, dass die vielleicht eine bessere Ausbildung haben und auch, dass sie mehr kontrolliert werden, was sie machen. Das Bildungssystem bereitet uns gut auf den Arbeitsmarkt vor. Nein, absolut gar nicht. Leider nicht. Nein, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nein. Sagt jeder nach seiner Ausbildung, oder? Dass man nicht unbedingt das lernt, was man in der Praxis dann draußen in der Arbeitswelt braucht. Also ich habe die Modeschule gemacht. Also wo ich die Schule besucht habe, habe ich mir schon gedacht, dass ich gut vorbereitet bin. Das wirkliche Arbeiten und das Leben in der Arbeit, das lernt man wirklich in der Arbeit, also in den genauso, Arbeitsmarkt. Ja. Man ist in der Schule und da ist halt der Unterricht und der Unterricht wird halt durchgemacht, aber sonst eigentlich so von der Arbeitswelt, weil ich will das jetzt nicht sagen, ich kann das nicht, gell, weil was haben Lehrer schon für eine Ahnung? Was im Arbeitsmarkt, ja, die bleiben in der Schule ihr ganzes Leben. In der Schule muss man sich sehr wenig um Sachen selber kümmern, muss relativ wenig selbstständig sein und muss auch nicht sehr engagiert sein, sondern man kann auch einfach sehr gute Noten kriegen, indem man einfach brav alles macht, was einem gesagt wird und alles auswendig lernt. Und so ist es aber nicht im späteren Leben, denke ich. Also viele Sachen lernt man nur in der Theorie und dann in der Praxis ist es wieder ganz anders. Also vielleicht sollte man da vielleicht einen Mittelweg finden in manchen. Bildung, wenn ich jetzt so meine Gymnasiumzeit anschaue, die habe ich dann unterbrochen, nach 5 Jahren Gymnasium gehen, weil ich bemerkt habe, da bin jetzt nicht ich wichtig, sondern es ist jetzt ganz viel Mathematik wichtig und es ist alles mögliche andere wichtig, mit dem ich mich aber nicht identifizieren kann für mich selber. Ich bin zu wenig vorbereitet worden auf dem Arbeitsmarkt. Es ist zwar alles toll in der Theorie, aber wie es dann in der Praxis ausschaut, das ist wieder ganz was anderes. Wie hart es eigentlich zugeht in der Arbeitswelt. Und dass es einfach oft besser ist, sich zu probieren, ein bisschen anzupassen und so. Und in der Schule wird halt immer gesagt, sein Ding durchziehen war wichtig. In unserem Bildungssystem wird Leistung belohnt. Leistung belohnt. Ja, meine Eltern haben es immer so gemacht, dass wenn ich einen Einser bekommen habe, habe ich eine gewisse Summe von Geld bekommen. So hat es eigentlich schon in meiner Kindheit angefangen. So, bist du gut, dann kriegst du ein bisschen Geld. Wenn ich mich angestrengt habe, dann ist belohnt worden, ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich ins Zeug legt Und halt sich ein bisschen mit den Sachen auseinandersetzt, dann zahlt sich das meistens schon aus. wird man dafür belohnt, halt mit guten Noten.
In der Schule habe ich nicht die guten Leistungen erbracht, dass ich belohnt habe werden können. Es kommt auch immer darauf an, wie Leistung bemessen wird. Also ich glaube nicht, dass eine Note wirklich viel Aussagekraft hat. Es gibt Leute, die sind super gescheit und schreiben keine guten Noten. Ich finde, dass man davon alles messen kann. Leistung ist nicht gleich positiv zu setzen. Für mich ist Leistung sehr negativ behaftet. Leistung heißt, die muss funktionieren. Wie fühlst du dich in der Schule, beziehungsweise wie hast du dich in der Schule gefühlt? Sehr glücklich. Also das war für mich eine sehr schöne Zeit. Es war ziemlich anstrengend, aber im Allgemeinen war ich glücklich, weil ich noch genug Zeit hatte für Sport. Da habe ich noch jeden Tag meine Freunde um mich gehabt. Da haben wir noch lauter Blödsinn gemacht. Und da habe ich auch noch nicht über das alles nachgedacht, über das richtige Leben. Die Schule war ein Auf und Ab. Also es waren glückliche Zeiten, hat aber auch eine Zeit gegeben, wo ich gemobbt wurde. Ich bin halt eigentlich ziemlich unglücklich in der Schule, in meiner Schule vor allem. Und auch ich hätte auf eine Schule gehen können, wo ich mich kreativ ausleben hätte können, aber das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe nicht dran gedacht und ich war 14 und ja, was auch immer. Und ja, jetzt ist es halt irgendwie schon ein bisschen zu spät. Ich persönlich wurde gemobbt, weil ich übergewichtig war und weil ich eine andere Hautfarbe hatte als die anderen. Ich habe so in der Hinsicht überstanden, man lernt halt mit der Zeit, da rein, da raus. Wenn du ein Problem hast mit einem Lehrer, kannst du das kaum sagen, weil der Lehrer wird dann sicher davon mitkriegen und dadurch bist du halt für den Lehrer nicht mehr so beliebt und dadurch kriegst du wieder schlechtere Noten. Nein, mir ist immer gut gegangen eigentlich in der Schule. Und ich habe immer Ansprechpartner gehabt in der Schule halt. Wer sollte deiner Meinung nach Ausbildung und Studium finanzieren? Ich finde, der Staat. Du selbst. Definitiv nicht finde ich, dass man das selbst finanzieren sollte durch Jobben, weil man sich dadurch nicht gut aufs Studium konzentrieren kann, wenn man nebenbei immer die Geldsorgen hat. Jeder, der sich mit 20 dafür entscheidet, ein Studium zu machen, kann sich ja selbst finanzieren. Ich habe das auch gemacht. Mit 14 bin ich schon putzen gegangen und habe Baby gesittet. Papa hat gesagt, wenn du dein eigenes Handy willst, dann musst du selber arbeiten gehen. Ich finde es nicht gut, wenn man wirklich darauf angewiesen ist zu arbeiten, weil dadurch natürlich das Studium darunter leidet. Wenn man richtig studiert, nimmt einen das schon mehr als 40 Stunden die Woche ein. Ich habe wohl Freunde, die studieren und die hat man ehrlich gesagt, haben die für mich in den Augen ein super Leben gehabt. Jawohl, alle Lesungen mache ich nicht. Weil gestern mal fort, das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, die Viecher fressen halt nichts, weil gestern mal saufen. Das geht nicht. Ich glaube, wenn es vom Staat finanziert werden würde, dann darf es so viele Studenten geben und so viel, die was halt immer irgendeine Ausbildung machen, die halt einfach, weil es eh wurscht ist, wie das halt. Das stimmt, ja. Ich finde, jeder muss irgendwie einen persönlichen Beitrag liefern. Ein bisschen nach dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert. Aber es sollte auch nicht so sein, dass vielleicht dem einen oder anderen diese Ausbildung dann verwehrt bleibt, weil er sich das nicht leisten kann. Hast du Vertrauen in die Schulen? Ja. Absolut. Ja. Ich habe es auch überlebt. Ich habe nicht das Vertrauen in die Schulen, dass Schulen erkennen, was in einem Kind steckt. In den Schulen müsste viel mehr passieren in Richtung Kreativität, in Richtung Musik, Handwerken, in die Richtung. Sollte man als Investition sehen, dass man einfach im Menschen Grundbedürfnisse ausbildet und fördert, anstatt sich einen maßgeschneiderten Arbeiter zu machen. Ob man auch immer nach Maria Theresia unterrichten müssen, weiß ich nicht. Bei uns zählt nicht das Lernen von Wissen, sondern es zählt nur, kannst du abliefern, wenn es darauf ankommt oder nicht. Dadurch, dass meine Mutter Volksschuldirektorin ist, habe ich da halt auch einen recht guten Einblick. Und ich merke, dass die Direktoren oder halt die in den Schulen selber nichts machen können, wenn ein Lehrer nicht gut ist. Die können den nicht feuern und können nichts dagegen machen. Deswegen ist es eigentlich nicht die Schule,
die Schuld ist, wenn was nicht gut funktioniert, sondern zum einen die Lehrer selber oder halt das System. Wenn du dich mit anderen deiner Altersgruppe vergleichst, würdest du sagen, dass du eher die geringsten Erfolgschancen hast, bzw. die besten Erfolgschancen hast? Da sage ich eher 5. Mittelgute oder eher bessere Erfolgschancen, würde ich sagen. Wenn ich mich vergleiche, glaube ich, ich habe gute Erfolgschancen. Weil ich glaube, dass ich relativ viel Begeisterung mitbringe in dem, was ich mache. Dadurch, dass ich auch sehr viel tue. Also ich bin sehr aktiv, ich habe gearbeitet in den Sommern, ich arbeite so auch. Ich habe bei vielen Projekten mitgemacht, das schaut einfach gut im Lebenslauf aus. Mein Papa hat früh zu mir gesagt, Heike, schau, dass du ein paar Sachen kannst, damit du immer einen Job hast. Ich habe damals mit 16 die Ausbildung zur Skilehrerin gemacht. Dieses Vergleichen mag ich gar nicht. Aber wenn ich es jetzt machen soll, dann würde ich sagen, habe ich die besten Erfolgschancen für mich selber. Und ich will auch irgendwie Erfolg haben im Leben und das weiß ich halt jetzt schon. Und ich habe jetzt nicht die besten Noten, das überhaupt nicht. Also ich sehe das nicht in den Noten, aber in dem, was ich so außerschulisch mache. Also im Tennis habe ich es durchaus bewiesen, dass ich Erfolgschancen habe, auch in Sportarten und auch in Verantwortung übernehmen. In unserem Kollegenkreis geht jeder eine Arbeit nach, die was er gerne macht. Und das Wichtige bei der Arbeit ist jetzt, finde ich, nicht der Erfolg, sondern dass man mit sich selber zufrieden ist.